Servus zusammen. In diesem Video klären wir eure häufigsten Fragen rund um das Thema Einlaufen von neuen Wander- oder Trekkingschuhen. Also, welche Schuhe sollte man überhaupt einlaufen? Wie geht das? Und so weiter. Ich bereite hier mal alles vor. Bis gleich. Früher war es eine allgemeine Regel, dass man neue Wanderschuhe oder Bergstiefel gründlich einlaufen soll, um Problemen wie Blasen oder Druckstellen vorzubeugen. Das gilt heute aber nur noch bedingt. Manche Modelle sollte man ausführlicher einlaufen. Bei anderen kann man sich das heutzutage sparen. Und deshalb werden wir oft gefragt, welche Schuhe das denn sind. Hier habe ich mit dem Hanwag Alaska einen sehr stabilen Trekkingstiefel. Wie ihr seht, ist der Schaft komplett aus einem ziemlich robusten Leder gefertigt. Und so ein Lederstiefel will besonders gründlich eingelaufen werden. Auf der anderen Seite habe ich hier mit dem Hanwag Blue Ridge einen leichten Multifunktionsschuh. Sein Obermaterial besteht nur zu einem Teil aus Leder. Der Rest ist Textilmaterial. Und ihr seht schon, wie flexibel dieser Schuh ist und wie leicht er auch beim Gehen abrollt. Als Faustregel kann man sagen, je stabiler ein Schuh ist, desto gründlicher solltet ihr ihn einlaufen. Und an dieser Stelle werden wir oft gefragt, warum das eigentlich so ist. Ihr ahnt vielleicht schon, dass die Antwort mit dem Leder zu tun hat. Gerade so ein vergleichsweise dickes und robustes Leder wie hier ist bei einem fabrikneuen Schuh zunächst einmal noch etwas steif. Durch das Einlaufen wird das Leder geschmeidiger. Und was noch viel besser ist, das Leder passt sich dabei eurer individuellen Fußform an und bleibt dann auch weitgehend in dieser Form. Deshalb sagt man oft, ein gut eingelaufener Schuh sitzt wie angegossen. Dieser Effekt ist besonders stark, wenn euer Schuh auch ein Innenfutter aus Leder hat, das sich dann um eure Fußform herumlegt. Bei solchen leichten Schuhen besteht nur ein Teil des Schafts aus Leder. Der Rest und auch das Innenfutter sind hier aus flexiblen Textilmaterialien gefertigt. Deshalb bringt hier das Einlaufen nicht ganz so viel Passformverbesserung wie bei einem reinen Lederstiefel. Das Gute daran ist aber, solche leichten und flexiblen Schuhe sind sozusagen ready to go. Damit könnt ihr eigentlich gleich nach dem Kauf die erste Tour starten und müsst sie nicht erst einlaufen. Vorausgesetzt natürlich, der Schuh passt euch wirklich. Und damit sind wir bei der nächsten häufigen Frage, nämlich was kann das Einlaufen bewirken und wo gerät es an seine Grenzen? Die Grundvoraussetzung dafür, dass ihr euch keine Blasen oder Druckstellen holt, lautet immer, der Schuh muss passen. Wenn ihr einen Schuh 2 Nummern zu klein kauft, dann könnt ihr ihn noch so lange einlaufen. Das wird nichts. Und wenn ihr einen eher schmalen Schuh kauft, aber einen breiten Fuß habt, dann hilft das Einlaufen auch nur bedingt. Deshalb haben wir zum Thema Passform ein eigenes Video gemacht. Dort erklären wir zum Beispiel auch, was ihr bei Problemfüßen tun könnt. Den Link zum Video findet ihr hier oben. Das Einlaufen ist also der Feinschliff in Sachen Passform. Gerade bei stabilen Lederschuhen kann aber dieser Feinschliff den Unterschied ausmachen zwischen Druckstellen und keinen Druckstellen. Und deshalb würden wir es euch bei Lederstiefeln wirklich empfehlen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was gibt es denn beim Einlaufen alles zu beachten? Das Wichtigste ist wohl, dass ihr beim Einlaufen schrittweise vorgeht. Zunächst könnt ihr den Schuh einfach mal zu Hause für eine Stunde anlassen, wenn ihr durch die Wohnung geht. Im nächsten Schritt macht ihr draußen einen Spaziergang, dann eine erste kleine Wanderung und daraufhin eine etwas längere Probetour. So nach 2 bis 3 Einlauftouren sollten die Schuhe dann bereit sein für die erste große richtige Tour. Wichtig ist auch, dass ihr beim Einlaufen die gleichen Socken tragt, die ihr sonst immer tragt. Und beschleunigen könnt ihr den Prozess, wenn ihr bei den Einlauftouren mal durch eine feuchte Wiese oder durch einen seichten Bach geht. Denn Feuchtigkeit macht das Leder flexibel und hilft somit beim Anpassen an die Fußform. Bitte anschließend daran denken, feuchte Schuhe schonen trocken, sonst leidet vor allem das Leder. Jetzt wisst ihr also, wie das Einlaufen funktioniert. Zum Schluss noch 2 Dinge, die ihr dabei unbedingt vermeiden solltet. Ihr habt vielleicht auch schon mal davon gehört, dass man früher in Lederschuhe gebieselt hat, damit sie besser passen. Davon müssen wir euch nicht nur aus hygienischen Gründen dringend abraten. Denn der Urin schadet dem Leder und macht es spröde.
Ihr bewirkt damit also genau das Gegenteil. Und zum Zweiten sollte man neue Schuhe nicht gleich auf eine große Tour mitnehmen, um sie dort einzulaufen. Bevor ihr also auf eine mehrtägige Trekkingtour geht, tastet euch, wie vorhin beschrieben, erstmal Schritt für Schritt heran. Und wenn dann die Schuhe gut eingelaufen sind und ihr keine Probleme habt, dann steht eurem Trekkingabenteuer auch nichts mehr im Weg. Wenn ihr trotz des Einlaufens immer noch Probleme wie Blasen oder Druckstellen habt, dann wendet euch an euren Fachhändler oder an unseren Kundenservice. Den Link findet ihr hier unten in der Description. Noch mehr Tipps, wie ihr Blasen vermeiden könnt, haben wir in einem Artikel auf Hanwag Stories für euch zusammengestellt. Und wenn ihr keinen Wanderschuh-Know-how mehr verpassen möchtet, abonniert einfach unseren Kanal. Für heute sage ich Servus und bis bald wieder im Hanwag Bootcamp.